Ich heiße Mariam Sow, komme ursprünglich aus dem Senegal, bin in Deutschland jetzt seit fast 25 Jahren. Ich bin Jelena Volic-Helbusch. Ich bin in Belgrad geboren, in einem Land, das es nicht mehr gibt. Ich bin 1986 nach Deutschland gekommen. My name is Tasneem Bala Sinorwala. I am an Indian citizen and I've been living in Germany since almost 11 years now. I'm Luisa Mejia. I have been living in Germany for 15 years, but I'm originally from Colombia. Ehrenamtlich bin ich Mitgründerin von Forward-Firmen, Aktion gegen ritualisierte Gewalt. Meine Motivation kommt zuerst von dieser Betroffenheit-Perspektive aus. Ich bin selber betroffen von FGM, Frühverheiratung, einfach Frau sein. Und in meiner Kindheit schon war ich der Meinung, ein anderes Leben ist möglich für Frauen. Wichtig ist für mich zu verstehen, das ist wie ein Lebensauftrag. Wenn es nur eine Mädchen ist, die ich gerettet habe. Die Mädchen gehen in die Schule, realisieren ihre Träume. Dann habe ich gesagt, das hat sich gelohnt. Das war nicht immer einfach, aber diese Energie ist immer noch da. Mach weiter. Dadurch, dass ich Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung war und das Land, woher ich kam, eben zu der Zeit in einem bewaffneten Konflikt involviert war, hat man mich dann gebeten, ob ich nicht Lust hätte, nach Belgrad für eine gewisse Zeit zu gehen und dort eben das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung aufzubauen. Es waren sehr spannende Zeiten. Ich und meine Mitarbeiterin, wir haben eben die ganze Zeit mitgemacht, mit wenig Geld, mit sehr viel eben Kraft und Engagement. Und als Milosevic abgesetzt wurde, dann kamen die Männer aus Deutschland. Und wir haben uns zurückgezogen. In meinem beruflichen Leben war ich immer wieder reduziert. Und das hat mich immer gestört. Unterwegs habe ich festgestellt, ich muss eigentlich meine Kräfte und meine Energie und meinen Einsatz verdoppeln und verdreifachen. Alles andere schien mir als aufgeben. Und aufgeben konnte ich nicht. Es gab eine Art Verantwortung. Du bist eigentlich jemand, der den Menschen da unten eine Stimme verleiht hier. Wenn ich ein Mädchen sehe, dann will ich sie so richtig fördern, weil sie wird eines Tages eben die Gesellschaft verändern können. Und wir brauchen politische Stimme. The more climate change is going to affect the availability of water, the women who are the main users of water are going to be affected as well. But they're not there in the decision-making process. So it's always the men. You're always talking to the men. They're deciding what infrastructure happens. So Power South started with the ideas, how do you connect the funding or the resources or opportunities better to the local communities? And in the local communities also there are dynamics where women are even more marginalized. So we started looking at the SDG 5 reporting, which is gender equality. And we always saw a smiling woman, beneficiaries. So we're like, there's more to that than just making a woman happy to get a clean cook stove so she can continue to cook. And what we want to do is to move women from being beneficiaries and users to actually taking co-ownership or co-management of those projects. If you can make a switch and make sure that women are able to express themselves and what they express is noted, is taken forward, I think that goes a long way in bringing that feeling of empowerment. Those things, create the dynamics that can change at the local level and can bring, I think, more longer-term change. I wear two hats, I would say so. One hat is my scientific side. I work as a scientific researcher in the area of medical informatics. And my other hat is as a coffee farmer and as an agent of change in the coffee industry.
My roots are actually from the coffee region in Colombia. And when I was a child, I used to play with my little cousins in the coffee farms. So the coffee blossom and the smell of the coffee farms and the nature were one of the most beautiful memories of my childhood. Many years after, I went back to Colombia to visit my family at this area, and I found this little tiny farm that was for sale. And I decided to buy that farm and to transform it into a regenerative farm. That vision came to me, of course, after years of living in Germany and being exposed to so many discussions about climate change, about the consequences of our decisions in terms of consume. My employees at that moment were not understanding that vision. For them, the normal conventional farming is what they have been doing all their lives. So it was a really big challenge for me as a woman who did not know a lot about coffee to convince them and change that mindset. And now they are first advocates of regenerative farming, and they really love it. We see also in their health, they also see it, how their health has changed over the years. I think this is an advice that I can give to any entrepreneur to know their why. Why? What is this motivation? And that will push them along the way. Frag mich nicht, woher ich komme. Frag mich, wer ich bin. Was kann ich? Was habe ich alles anzubieten? We as women sometimes have difficulties to ask for help. And this is something we have to start doing and understand that it's necessary. Otherwise, you can be with your idea, but you cannot do it alone. Then it will be just an idea. So if you feel that there is something you want to do and you think you're passionate about it, I think you have to be in the forefront and talk about it. So you have to get over that imposter syndrome. It's tough. Be there, talk. And the ones who've done that are doing pretty well for themselves. Ich finde dieses Wort Frauen empowern auch ist sehr interessant. Ich glaube, in dieser Hinsicht müssen wir nicht was geben aktiv, sondern wie sollen wir sein, damit die Frauen ihre Empowerment, ihre Power erleben können. Was die brauchen, was sie von uns erwarten, ist eine Plattform, ist ein Platz, ist ein Space, wo sie das ausdrücken können. Mehr nicht.